Grüß euch, wir sind heute wieder da beim Georg in Niederösterreich für die Runde 2 im Strauß Farmers Cup. Nur mal als Auffrischung, wir haben 6 Farmer aus ganz Europa gechallenged, das neue Strauß-Logo auf kreativste Weise in ihren Feldern zu inszenieren. In den letzten Wochen haben unsere Teilnehmer fleißig an ihren Projekten gearbeitet und heute ist es endlich soweit. Heute stehen wir da vor dem riesigen Strauß von Team Österreich. Georg, grüß dich. Grüß dich, Melissa. Servus. Ich freue mich so, dass ich jetzt endlich da bin und den Strauß in echt sehe. Ich freue mich auch voll, dass du wieder bei uns bist. Du wirst Augen machen, wie unser Strauß schön blüht. Ich habe ja deine Sachen auf Instagram verfolgt, deine Updates. Ja. Jetzt erzähl einmal, bist du zufrieden? Wie ist da denn gegangen? Ja, also wir haben gewisse Herausforderungen natürlich gehabt, so wie es halt manchmal in der Landwirtschaft mit dem Wetter ist, aber wir haben alles ganz super hingebracht und du wirst sehen, das passt wirklich ganz super. Was mich interessiert hat, wie ist es mit den Leuten von außerhalb? Haben sie dich auf das Projekt angesprochen? Ja, das war Wahnsinn. Also man muss wirklich sagen, auch von den anderen Bundesländern, mit fremden Leuten, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, hey, bist du der beim Strauß Farmers Cup da mitmacht in Österreich? Also es ist wirklich sehr große Reichweite. Alles super gewesen. Ja, super. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze an. Gehen wir es an, schauen wir raus. Ich bin so neugierig, wir müssen jetzt schnell tun. Genau so ist es. Gehen wir es an, fahren wir raus. Georg, ich habe jetzt niedersitzen müssen. Es ist unglaublich, es ist beeindruckend und ich bin so stolz auf dich. Jetzt möchte ich natürlich alle Details wissen. Dass wir das so geschafft haben alles, war keine leichte Aufgabe, aber wir haben es, wie du gut siehst, gut geschafft. Ja, gestartet haben wir das, so wie wir es auch geplant haben. Beim ersten Dreh, wie wir schon gesprochen haben damals. Wir haben den Strauß mit dem Inkarnat-G ausgesät. Das heißt, mit der roten Blüte eben, wie man es hier schön sieht. Und außen rundherum ist die Gartengräse-Mischung mit dem Alexandriner G ausgesät geworden, die eben dann weiß blüht, wie man es hier rundherum auch sehen kann. Maschinell haben wir das Ganze ausgesät. Nach langem Hin und Her haben wir Gott sei Dank eine Lösung gefunden, einen Anbieter, der uns da unterstützt hat. Ja, mit GPS-Technik hat der Traktor dann, haben wir die Fläche abgefahren. Das hat dann alles gut funktioniert, Gott sei Dank. Wir haben im April ziemlich lange Trockenphase gehabt, haben unbedingt Regen gebraucht und Gott sei Dank ist im Mai dann eine lange, ausführliche Regenphase gekommen mit 100 Liter Niederschlag, die uns aber dann Beikraut beschert hat im Inkarnat-G. Das heißt auch nicht nur der G ist gekommen, sondern auch ein Beikraut dazwischen und das haben wir dann händisch reguliert mit der Hacke, mit der Handhacke. Echt? Ja. War Aufwand ja, zwischen 5 und 10 Personen eine ganze Woche lang. Also Aber es hat sich ausgezahlt. ja, richtig, ja. War ziemlich anstrengend, aber wie heißt es schön, der Einsatz hat sich gelohnt. Ja. Der Strauß selbst hat jetzt 2,5 Hektar Größe und das gesamte Feld hat ca. 8,8 Hektar 70. Es ist echt riesig, gewaltig und wunderschön. Ja, prächtiges Bild, ja, wenn man den so anschaut. Das passt Du hast ja den ganzen Prozess mitgefilmt, oder? haben wir immer verfolgt, ja, ausführlichst. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einmal rein. Wir sind unterwegs zu unserem Engelbert Strauß Versuchsfeld. Ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Saatgut von Klee ausschaut. Georg, es schaut einfach beeindruckend aus, die Bilder sprechen für sich. Was mich jetzt noch interessieren hat, was passiert jetzt mit dem Feld? Bleibt der Strauß oder wird das Feld neu ausgesät? Wie geht es denn da jetzt weiter? Na, es ist einmal so, wir lassen den Strauß natürlich jetzt auch mal für andere Personen zugänglich. Das heißt, dass ihn viele Leute auch sehen können, der ist ja wirklich ein Spektakel. Dann lassen wir ihn fertig verblühen. Er ist nicht nur für uns in der Landwirtschaft eine gute Kultur, der Klee, sondern auch für die ganze Tierwelt. Das heißt, für die Hasen, für die ganzen Rehe ist eine Nahrungsquelle, aber natürlich auch für das gesamte Bodenleben. Du hast ja bestimmt schon die Ideen der anderen Teilnehmer mitbekommen. Wer glaubst du, ist unser größter Konkurrent? Ich denke, Schweden ist einfach aus dem Grund, weil die 2 bis 3 Farben, was ein Strauß hat, das ist sicher eine gute Sache. Ja. Glaubst du,
dass die das Projekt in Zukunft auch noch begleiten wird? Ja, ich muss einmal vorweg sagen, es ist ein großes Dankeschön, dass ich als österreichischer Landwirt das umsetzen habe dürfen. Und es ist einfach cooler und macht einfach eine riesige Reichweite. Viele Personen lernen einen kennen, als Landwirt von Österreich sozusagen, der den Strauß perfekt ins Feld platziert, eben mit unseren Farben Rot-Weiß-Rot von Österreich. Georg, es war mal wieder ein riesiges Fest da bei dir. Ein unglaublich schöner Tag, sehr beeindruckend für mich. Natürlich bin ich auch gespannt, was die anderen Farmer sich ausgedacht haben. Und wenn ihr die Ergebnisse der anderen Farmer nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Georg, das letzte Mal haben wir getanzt da drüben, kannst du dich erinnern? Natürlich. Da haben wir bayerisch getanzt. Und das ist der Lieblingstanz von meinem Opa. Und jetzt habe ich meine steirische halt mitgenommen. Wow, cool. Und den Lieblingsbayerischen von meinem Opa, den werde ich da Hetz. Brauchst jetzt keine da zum Tanzen, gell? Wo jetzt für ein Georg? Oh. Der Strauß Farmers Cup.